Hey Leute, wie funktioniert das Tracking mit der Mini 3 Pro? Spotlight, Point of Interest und natürlich Active Track. Das gibt's in diesem Video. Jetzt. So. Also das Tracking funktioniert im N-Mode, im Cine-Mode, leider nicht im Sports-Mode, deswegen schalten wir mal in den N-Mode. Wie aktiviere ich jetzt den Tracking-Mode? Ich gehe einfach auf den Screen und markiere mich. Hier kommt ein kleines Intro, das können wir überspringen und schließen. Jetzt sind wir im Spotlight-Modus. Spotlight. Ihr könnt die Drohne irgendwo an den Himmel pflücken. Also ich kann dann rumwandern. Die Drohne hat mich hier immer getrackt. Ich kann natürlich auch fliegen. Die Drohne hat mich immer im Fokus. Natürlich aufpassen, wie immer. Spotlight ist standardmäßig beim Tracking aktiviert. Ist eine tolle Sache. Man kann die Drohne selbstständig steuern und braucht sich nicht um die Kameraführung zu kümmern. Nicht vergessen, die Aufnahme zu starten. Immer wichtig. Ist mir neulich schon wieder passiert. Jetzt schalte ich mal auf Point of Interest. Gehe ich mal ein bisschen höher. Hat ein paar Bäume hier. Point of Interest kann ich jetzt sagen langsam oder schnell und dann auf Go drücken. Und dann fliegt die Drohne um mich herum. Ich breche das mal hier ab. Hier haben wir gleich einen Baum. Bisschen übel. Wäre nicht so toll. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Ich kann jetzt auch mal den Baum tracken. Irgendein Gegenstand hier. Point of Interest. Go. Und dann dreht die Drohne um das Ganze herum. Kann auch noch ein bisschen steigen dann. Wie gesagt, man kann verschiedene Objekte auswählen. Bewegte Objekte oder feststehende Objekte. Die werden in einem perfekten Radius umkreist, ähnlich wie im Quickshot. Circle kreisen. Unterschied dazu ist, dass man in die Bewegung noch eingreifen kann. Machen wir mal auf Stopp. Ich track mich mal wieder selber. Kann wieder das Intro schließen. Und gehe jetzt mal auf Active Track. Hier kann ich auswählen auf Folgen oder Parallel. Parallel. Go. Bei Parallel verfolgt mich die Drohne seitlich. Kann dann auch ein bisschen schneller werden. Und auch wieder zurückgehen. Oder Stop und Active Track folgen. Go. So, jetzt folgt sie mir automatisch. Gehen jetzt mal ein bisschen
Auf jeden Fall folgt die Drohne mir. Ich brauche gar nicht mehr danach schauen natürlich. Immer ein bisschen aufpassen, was alles so im Weg ist. Seht ihr? Ist wunderschön um das Bäumchen rumgeflogen. Und die Kleine verfolgt mich. Eine tolle Sache. Und das war's auch schon. Active Track. Ich kann jetzt auch wieder auf sie zugehen. Hinten ist ein Ast. Oh, hat sie schön umflogen. Klasse. Also, wenn ihr das Tracking beenden wollt, drückt ihr auf Stopp. Und ihr müsst die Objektauswahl aufheben. In dem Fall also mich. Dafür drückt ihr auf den grünen Punkt mit dem X und schon ist der Tracking Mode beendet. Ansonsten bleibt ihr standardmäßig im Spotlight Mode und die Kamera fokussiert euch weiterhin. Worauf ihr auch achten solltet, ist, dass ihr eure Hinderniserkennung einstellt, entweder auf Bremsen oder auf Umleiten. Ansonsten könnte das echt schief gehen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch was gebracht. Active Track, eine einfache Sache, eine schöne Sache. Man kann schöne Aufnahmen damit machen. Ja? Und natürlich nicht vergessen, im Normalmode und Cine-Mode ist es möglich, im Sports-Mode nicht. So, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Würde mir echt weiterhelfen. Also, wir sehen uns auf diesem Kanal. Bye bye.